Rainer Maria Rilke, das Christkind. Es ist ein stilles, weißes Haus, darin wohnt das Christkind. Und wer es einmal sah, der bleibt sein Leben lang davon erfüllt. Denn dieses Haus ist nicht aus Steinen gebaut und nicht aus Holz. Es steht aus lauter Licht. Und dennoch trägt es ein Dach aus Schnee so rein, dass die Engel, wenn sie daran vorüberfliegen, ihre Schwingen ein wenig neigen. Drinnen aber sitzt das Christkind an einem kleinen Tisch und schreibt. Es schreibt in ein großes goldenes Buch die Namen aller Menschen, die ein Herz haben, das warm ist, auch wenn draußen Winter ist. Viel schreibt es nicht, denn nicht viele Menschen haben solch ein Herz. Doch wenn es einen Namen hineinschreibt, so lächelt es ein wenig und das ganze Haus wird noch heller. Manchmal tritt ein Engel ein und bringt einen Brief, den ein Kind geschrieben hat. Dann legt das Christkind die Feder hin und liest den Brief. Langsam, wie nur jemand liest, der jedes Wort mit dem Herzen hört. Und wenn in dem Brief nichts Begehrliches steht, sondern nur etwas von Liebe und Hoffnung, dann steigt das Christkind auf, geht an das Fenster und öffnet es. Dann weht ein warmer Wind hinaus in die Welt, mitten in die Kälte. Und wo dieser Wind jemanden berührt, da wird ihm das Herz leichter, ohne dass er weiß warum. Doch manchmal sitzt das Christkind nur still da und lauscht. Denn es kennt die Menschen und es weiß, dass viele von ihnen hart geworden sind vom Leben, wie Steine in einem kalten Fluss. Aber hinter jedem Stein ist ein leiser Ton, und das Christkind hört diesen Ton. Wenn er einmal hell wird, nur für einen einzigen Moment, dann hebt es den Kopf und schreibt einen Namen in sein goldenes Buch. So lebt das Christkind in seinem lichten Haus, und immer wenn Weihnachten kommt, geht es hinaus in die Welt. Nicht mit großem Glanz, nicht mit lauten Schritten, nur wie ein Hauch von Licht, das man nicht sieht und doch spürt. Es hält Ausschau nach den Menschen, die noch warten können, nach denen, die ein kleines Wunder nicht mit den Augen, sondern mit der Seele empfangen. Und wer ihm begegnet, auch wenn er es nicht erkennt, dem wird es still im Herzen, wie wenn Schnee fällt.